heute bin ich hier vor die Kamera getreten, um etwas zum Thema Biegsamkeit zu erzählen, zu berichten, meine Meinung dazu zu sagen. Es kommt ja öfter vor, dass ich auf Seminaren oder in irgendwelchen anderen Veranstaltungen mit Leuten in Kontakt komme und dann ist immer so die Frage, okay, warum sind die Klingen, die ihr bei euch bei mir an der Fechtschule, die da benutzt werden, eigentlich nicht bei den vorgeschriebenen oder oft vorgeschriebenen 15 Kilogramm als Minimum zur Biegsamkeit der Klinge, sondern deutlich biegsamer. Was bezwecken wir damit und was gibt es für andere Aspekte, die aus meiner Sicht zum Thema Biegsamkeit wichtig sind? Wenn wir über Biegsamkeit sprechen, dann ist natürlich erstmal die Frage, was ist das Ganze überhaupt? Es gibt ja auch den Begriff Flexibilität und vieles anderes, was so ein bisschen in den Raum geworfen wird. Ich will jetzt auch gar keine Zeit verschwenden und irgendwelche riesigen Definitionen aufmachen. Mir ist nur wichtig, dass ihr wisst, was ich eigentlich jetzt hier mit Biegsamkeit meine. Und deshalb schnappe ich mir jetzt mal schnell eines meiner Schwerter. Ich habe jetzt hier eines meiner Übungsschwerter, ein langes Schwert mit einer Biegsamkeit von ca. 5 bis 6 Kilogramm. Was meint jetzt hier Biegsamkeit? Die Fähigkeit der Klinge, sich zu biegen, zum Beispiel im Stich oder wenn Druck von der Spitze auf die Klinge ausgeübt wird. Ganz allgemein, ganz simpel. Flexibilität im Gegensatz dazu meint die Fähigkeit der Klinge, wieder zurück in die Ausgangsform zurückzugehen, also sich quasi hin und her zu biegen und am Ende immer noch gerade zu sein. Das ist zumindest, oder das sind die Definitionen, die ich jetzt hier für dieses Video nutzen möchte. Und mir geht es jetzt hier vorzugsweise erstmal um Biegsamkeit. Gut, wie sieht jetzt so dieses Standardmessverfahren aus? Es ist total einfach, total simpel. Ich habe jetzt hier meine Digitalwaage, einfach nur eine Körperwaage. Und ja, ihr macht die einfach an. Ich muss dazu immer einmal drauf treten, bis sie aktiviert ist. Dann solltet ihr darauf achten, dass ihr, wenn ihr wie ich eine Glaswaage zum Beispiel habt, etwas unterlegt, damit ihr nicht durchstoßt. Dann schaut ihr, was wiegt eure Waffe überhaupt. Das müsst ihr nämlich später auch noch abziehen von eurem Wert. Und dann übt ihr einfach langsam Druck auf. Und ja, ich bin jetzt zum Beispiel bei dem Exemplar bei 4,6 Kilogramm im Stoß, damit ihr das auch mal seitlich seht. Ich muss die Waage erst wieder anmachen. So, also Schwert ist unter 1 Kilo und jetzt langsam Druck geben. 4,6, 4,7 Kilo. Ja, genau. Also das ist alles kein Hexenwerk. Ihr müsst eben nur wieder ein bisschen unterscheiden zwischen dem Anfangswert, den ihr habt, wenn ihr hier Druck gebt, der ist ein bisschen höher, der ist bei mir zum Beispiel bei 6,9 und dem Wert, den ihr habt, wenn ihr jetzt die Ausbiegung habt und haltet. Ihr spürt das auch in der Klinge. Ihr könnt dann weiter drücken, da ändert sich aber nichts. Aber wenn ihr zu einem gewissen Punkt wieder zurückgeht, merkt ihr, okay, hier ist noch ein leichter Widerstand, da will es immer wieder zurück, sondern ihr müsst bis zu dem Punkt gehen, wo es sich hält und diesen Punkt dann messen. Das ist bei mir in der Schule der Wert, den ich haben möchte, um ihn zu vergleichen. Ja, Biegsamkeit, wozu überhaupt? Also was wollen wir eigentlich mit Biegsamkeit bezwecken? Wie immer müssen wir über Ziele sprechen. Bei mir ist das Ziel von Biegsamkeit, von Klingen vorzugsweise da, um Sicherheit im Fechten zu haben. Es gibt verschiedene Formen von Biegsamkeit. Wir haben eben schon, man könnte sagen, die horizontale Biegsamkeit gesehen, also dass die Klinge sich über die Fläche biegt. Es gibt aber genauso auch, man könnte sagen, eine vertikale Biegsamkeit. Das heißt, dass die Klinge sich in dieser sichtbaren Achse biegen würde. Auch das findet tatsächlich statt, wenn man Zeitlupenaufnahmen, zum Beispiel von Rapierfechtern, die Hiebe machen, aber auch von Langschwertfechtern, vor allem von modernen Säbelfechtern sich anschaut, wenn Treffer auf der Maske gelandet werden durch Oberhiebe, Oberheue, dann kann man auch mit einer guten Kamera festhalten, wie sich die Klinge quasi wirklich verformt. Auch wie gesagt, in dieser vertikalen Achse. Warum jetzt bei mir im Stich vor allem weniger Kilogramm? Was messen wir überhaupt mit den Kilogramm? Ja, ich kenne ja auch den Robert von Tremonia als
Doktor der Physik, der kennt sich damit deutlich besser aus, wenn es darum geht, jetzt alle Fachbegriffe korrekt zu sagen. Mir geht es jetzt eher darum, um das Verständnis so ein bisschen. Warum messen wir in Kilogramm? Weil wir über eine Waage zumindest einen bestimmten Messwert haben, den wir vergleichen können. Das heißt, wir nehmen unser Schwert, stellen es auf eine Waage, üben auf den Knauf Druck auf, die Klinge biegt sich wie in einem Stich und wir können anhand der Angabe der Kilogramm einen Vergleichswert schaffen. Es ist jetzt aber nicht einfach nur sinnvoll, irgendwelche Kilogrammangaben irgendwo reinzuschreiben und zu sagen, finde ich ganz gut, sondern die Frage ist ja auch, was ist das Ziel dahinter und wozu brauchen wir diese Sicherheit überhaupt? Wenn ihr zum Beispiel ein Training habt, in der Regel ihr nicht auf Wettkämpfe geht und in eurem Training macht ihr eure Treffer einfach vorsichtig, ohne dass es groß zu einer Biegung der Klinge kommt, dann ist für euch dieses Thema ja auch kaum relevant. Wenn ihr allerdings Stichetraining macht, nicht nur auf die Wand, auf ein Stoßziel, auf einen Partner, dann kommen wir dem Thema natürlich deutlich näher, dann wird es immer wichtiger, auch im Stich eine gewisse Sicherheit zu haben. Ein großes Thema ist zum Beispiel die Partnerübung oder auch eine Trainerlektion. Das heißt, ihr übt mehrfach Stiche auf den Gegner aus und wollt dabei zum Beispiel in einer Übung 50 rechte Unterstiche, 50 linke Unterstiche üben. Zum Beispiel gibt euch der Partner eine Blöße als Einladung und ihr sollt Stöße üben. Zum Beispiel hier bei mir auf die linke Brust. Ihr würdet jetzt quasi sagen, okay, ich gebe euch die Blöße, ihr stoßt hier zu. Euer Partner oder euer Trainer korrigiert, ob der Stoß ordentlich ist, ob der Treffer sitzt. Wenn ich jetzt sage, okay, 50 Stöße auf der Seite, nachher 50 Stöße auf der Seite, dann hieße das bei uns im Training, dass jemand, wenn wir das als kampfnahe Übung machen, wettkampforientiert oder gefechtsorientiert, in maximaler Geschwindigkeit, so wie wir sie auch im Kampf sehen würden, anwendet. Jetzt müsst ihr euch überlegen, wie würde es sich anfühlen, wenn euch jemand 50 Mal auf die linke Brust und danach 50 Mal auf die rechte Brust stößt, wenn die Klinge kaum flexibel ist. Genau, dann habt ihr zwei sehr blaue, durch blaue Flecken malträtierte Brustmuskel. Und das fühlt sich dann auch gar nicht so teuer an. Und vielleicht überlegt ihr euch dann, ob ihr überhaupt noch solche Trainingsmethoden nutzen wollt. Und das wäre natürlich sehr schade. Deshalb ist es sehr wichtig, Klingen so anzupassen, dass sie ihrem Ziel gerecht werden. Und ein Ziel ist eben, wenn wir regelmäßiges Stichtraining machen, dass der Partner, der Trainer eben lange trainieren können, ohne dass sie dabei irgendwelche Beeinträchtigungen am Körper haben, die das Training verschlechtern oder ihre Leistungsfähigkeit verschlechtern. Ein weiterer Punkt ist wiederum die Sicherheit im Stich, wenn ihr natürlich mit einem Partner Stiche übt oder auch auf Wettkämpfe geht, wo Stiche erlaubt sind, dann kommt es natürlich zu krassen Energien, die wirken, zu krassen Kräften, die wirken. Einfach nur eine kampfnahe Übung, ihr sagt, okay, wir bewegen uns im Raum, ich gebe die Blöße frei, der andere darf in maximaler Geschwindigkeit zustoßen und ich versuche zu versetzen. Das heißt, er wird immer schneller, immer präziser und die Stöße werden dementsprechend immer kräftiger auf meine Brust wirken. Und wenn wir das Ganze dann auch noch in Bewegung machen als Wettkampf, wo beide stoßen dürfen und beide sich eventuell auch aufeinander zubewegen, dann werden die Kräfte noch größer. Sollte es hier zum Beispiel zu einem Klingenbruch kommen, dann ist die Gefahr eben auch sehr groß, dass diese Energie durchstößt. Davor schützt uns zwar unsere Jacke, aber auch die Biegsamkeit der Klinge. Denn wenn die Klinge vorher schon sehr viel Energie aufnehmen kann, ist die Energie, die danach noch vorhanden ist, deutlich geringer. Das heißt, eine sehr schnell biegsame Klinge sorgt auch dafür, dass die Energie, die auf den Körper selbst bei einem Klingenbruch wirkt, deutlich geringer ist, als die Energie bei einer sehr steifen Waffe wäre, die bricht. Aber auch insgesamt im Training, nicht einfach nur beim Bruch, geht es darum, Energie zu absorbieren. Denn natürlich können wir Jacken immer weiter aufrüsten, mehr Schutzausrüstung benutzen an unserem Körper. Aber aus eigener Erfahrung der letzten mehr als 20 Jahre sage ich, dass das nicht so zielführend ist, wie man sich das eigentlich früher vielleicht gern gewünscht hat, sondern im Gegenteil, es führt eigentlich eher dazu, dass die Leute mit mehr Impuls und mehr Gewalt auf die entsprechenden Körperteile hauen, die gut gepolstert sind. Das heißt, Kraft wird deutlich wichtiger als Technik. Ein sehr wichtiges Körperteil, wenn es um Sicherheit geht, ist unser Hals. Wenn ihr einen Stich auf den Kehlkopf bekommt, kann das schlimme Folgen haben, bis zur schlimmsten Folge natürlich, dass der Kehlkopf zerstört wird und ihr erstickt. Das will natürlich keiner, das ist zum Glück auch noch nie passiert, soweit ich weiß, bei uns. Und jetzt können wir natürlich sagen, wir tun uns einen tollen Halsschutz um. Das ist aber auch nur eine von vielen Möglichkeiten.
Im olympischen Fechten gibt es zum Beispiel gar keinen Halsschutz zusätzlich zum Maskenlatz und der Fechtjacke, die darunter getragen wird. Warum? Weil die Biegsamkeit der olympischen Klingen zwischen 2 und 5,5 bis 6 Kilogramm liegt, wenn man das in unserer Messweise vergleicht. Denn in der FII gibt es andere Vorgaben, wie die Biegsamkeit der Klinge zu messen ist. Aber ich habe das auch gemacht, ich habe olympische Klingen genommen, habe die auch auf der Waage getestet und dann kommt man bei Säbelklingen auf die Werte um die 2 Kilo und bei Degen- und Florettklingen sehr unterschiedlich zwischen 3 bis 6 Kilogramm. Das heißt, wenn wir so eine Langschwertklinge haben, ist die mit 5, 6 Kilogramm schon gut dabei, aber die Masse der Waffe und die zweihändige Nutzung bringen natürlich trotzdem mehr Impact ins Ziel. Aber, wie gesagt, olympische Fechter tragen keinen Halsschutz, wir tragen einen. Nichtsdestotrotz können wir sehr, sehr viel Gefahr abnehmen, für mehr Sicherheit sorgen, indem wir sehr biegsame Klingen haben. Denn dann wird auch hier beim Stoß auf den Kehlkopf die Energie schon von der Klinge absorbiert. Ich werde demnächst auch einen Test machen mit meinem Haubob, der hier steht, also meiner Haufigur. Und dann werden wir sehen, wenn wir hinter einen Halsschutz zum Beispiel eine Frucht packen und draufstoßen, dass der Kehlkopf trotzdem stark malträtiert wird. Warum? Weil sich der Halsschutz, wenn ihr hier draufstoßt, in der Regel mitbewegt. Je mehr also die Klinge am Ende absorbiert, umso sicherer sind wir im Falle eines gezielten, ungewollten Stoßes auf den Kehlkopf. Das ist wirklich aus meiner Sicht die gefährlichste Zone für Stiche. Gut, das heißt, ein paar Worte bis hierhin zur Biegsamkeit im Stich. Jetzt schauen wir uns das noch mal ganz kurz am Stoßkissen an und dann erzähle ich noch mal etwas zur Biegsamkeit im Hieb, wie wir da eventuell helfen und verbessern können. Gut, also noch mal im Video festgehalten, ein Stich, wie schaut er bei uns aus, beziehungsweise der Unterschied nochmal zu dem Bereich, wenn wir Stiche vorsichtig machen. Also es gibt durchaus Fechter, die ihre Stöße nur so andeuten im Training, wo kaum Energie auf den Partner oder das Ziel einwirkt. Bei uns ist es eben so, wenn wir Training machen, machen wir das ähnlich Stichtraining wie ein olympischer Fechter. Das heißt, die Klinge soll sich im Stich leicht durchbiegen. Ne, bis zu dem Punkt, wo man wirklich merkt, okay, ich muss keine Kraft mehr zusätzlich aufwenden. Es gibt dann eine gleichmäßige Kraft, die wirkt und die Biegsamkeit der Klinge bewirkt. Das Ganze auch von der anderen Seite. Einfach ein Stoß, die Arme werden komplett durchgestreckt, die Klinge biegt sich, die muss ich natürlich nicht so doll biegen, wie ich das jetzt hier zeige, aber nur mal als Zeichen, dass man hier problemlos 10, 20, 30 Stöße machen kann, ohne dass es da zu einer großen Ermüdung kommt, ohne dass ich einen gewaltigen Kraftaufwand habe zum Stoßen. Zum Vergleich, ein Schwert, das mir zwar sehr am Herzen liegt, aber schon sehr in die Jahre gekommen ist, das Albion Lichtenauer. Ich mag es trotzdem total, ist immer noch eine meiner liebsten Waffen für Techniktraining, aber für den Stich, damals hieß es immer, ist sehr weich, sehr biegsam. Heute sehe ich das natürlich anders, sehr viel anders. Schauen wir uns einfach mal den Stich an, wie viel Kraft ich hier aufwenden muss, damit die Klinge sich biegt. Man sieht es auch schon am Ziel, wie stark es sich durchbiegt. Gerade rechts, also hier brauche ich wirklich sehr viel Kraft für die gleiche Biegsamkeit. Und ich würde es nicht schaffen, einfach mal 20, 30 schnelle Stöße zu machen. Irgendwann würde ich schon nach 12 Stößen spätestens stark ermüden. Und man stelle sich den Partner vor, der diese Stöße jetzt alle absorbieren muss. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo das Albion Lichtenauer ist, aber ich glaube, so bei 16, 17 Kilo müsste das ungefähr sein. Das ist also schon etwas näher an den aktuellen Wettkampfvorgaben von ungefähr 15 Kilogramm. Beziehungsweise 15 Kilogramm und weniger. Schauen wir uns zum Vergleich mal dieses von mir modifizierte Kindereinhandschwert an, das eine schwere Säbelklinge von mir hat, die aus dem olympischen Fechten ursprünglich stammt. Und wenn man sich das hier mal anschaut, wie leicht und weich und biegsam die Klinge ist und wie wenig sich auch das Ziel verbiegt bzw. eingestoßen wird, dann sieht man, dass hier deutlich andere Kräfte wirken.
ich weniger Ermüdung habe. Eine tolle weitere Möglichkeit, um einfach mal zu sehen, welche Kraft oder Energie bei einem solchen Stoß auf einen Partner wirken würde, ist einfach mal auf Bob zu stoßen, denn Bob, wenn man ihn trifft, federt nach, was für das Stichetraining nicht so optimal ist. Es gibt da auch tolle Methoden, wie man das nutzen kann, aber ich möchte das jetzt mal nutzen, damit ihr seht, wie viel Energie bei einem Stoß wirkt und wie stark das Federn der Klinge diese Energie eben aufnimmt. Ich habe jetzt hier einfach mal mein Black Fencer Einhandmesser, das ist total steif. Damit stoße ich jetzt einfach dreimal auf Bob und danach nehme ich mal mein Inmoto Einhandschwert mit 5 Kilogramm Biegsamkeit und dann sieht man vielleicht mal den Unterschied. Also einfach nur aus dem Arm heraus gestochen. Vielleicht auch mal den letzten mit Ausfall, dass man das auch noch mal sieht. Gut, ich tausche jetzt mal auf mein Schwert. Also hier nochmal zum Unterschied, ne? Sehr biegsame Klinge, nur dass man das sieht. Selbes Spiel. Ich mache einen rechten Unterstich. Ich muss jetzt natürlich immer darauf achten, dass ich nicht deutlich mehr Energie reinsetze. Und auch gerne noch mal einen mit Ausfall. Stoß. Hier noch mal ein Stoß mit dem langen Schwert, auch als Beispiel, um zu sehen, dass da eventuell noch mal mehr Energie drin ist. Erstmal nur aus den Armen. Das ist aber schon die biegsame Klinge. Und jetzt mal das Elbien als Vergleich. Der Bob wiegt übrigens 80, 90 Kilo. Und mit Ausfall mache ich dann auch gleich mit dem anderen nochmal. Also Stoß mit Ausfall mit der biegsamen Langschwertklinge. Ja, auch nochmal noch kräftiger. Eben ist er fast umgefallen, man hat es gehört. Also ich denke, man kann sehr gut sehen, gerade am langen Schwert mit dem zusätzlichen Körpereinsatz, 2 Händen, wie viel Energie die biegsame Klinge aufnimmt. Ja, wenn ihr euch jetzt vorstellt, das wäre nicht die Brust, sondern der Kehlkopf gewesen, dann wisst ihr vielleicht, warum ich so viel Wert auf biegsame Klingen und so viel Wert auch auf Sicherheit lege. Das ist nur eines von vielen Beispielen. Jetzt möchte ich aber noch mal ganz kurz zeigen, warum nicht nur die Biegsamkeit im Stich wichtig ist, sondern auch die Biegsamkeit über die Schneide, also über die Vertikale der Klinge im Hau oder Hieb. Ich beginne mal einfach mit meinem langen Schwert wieder von Elbien, meinem Lichtenauer, und mache lockere Hiebe. Es ist hier wichtig zu unterscheiden zwischen verschiedensten Hieb- oder Hauvarianten. Bei mir in der Schule werden für sportliche Kämpfe wie im Säbelfechten die sogenannten abgefederten Hiebe trainiert. Das heißt, wir probieren nicht den anderen zu spalten, als wenn wir einen Knüppel hätten, um Kokosnüsse zu zerschlagen, sondern wir probieren zu fechten und probieren lockere, sinnvolle Hiebe zu machen, die aber auch unseren Partner schonen, indem wir am Ende des Treffers üben, das Schwert locker zu halten, sodass die Klinge leicht abfedert. Also, ein rechter Zornhau zum linken Ohr des Gegners, nur aus dem Arm gehauen, ohne Ausfall, ohne große Körperkraft, nur aus dem Arm. Die Klinge ist sehr steif, sie gibt in der Vertikale kaum nach, wahrscheinlich kein bisschen, wenn man das Ganze mal in Zeitlupe aufnimmt. Jetzt
als Beispiel nochmal mein Langschwert von vorhin. Also hier jetzt das lange Schwert, was in der Biegsamkeit richtig klasse war, im Stich. Aber wie schaut es jetzt über die Vertikale aus? Kaum ein Unterschied zu dem Albion. Das Albion ist ein paar hundert Gramm schwerer, deshalb kommt natürlich auch ein bisschen mehr Energie an. Man sollte das Gewicht der Waffe gerade im Hauhieb nicht unterschätzen, ist einer der wichtigsten Faktoren, um den Impuls zu reduzieren. Jetzt mal unsere Competition-Feder. Und hier seht ihr jetzt den großen Unterschied zur Schwertklinge. Die Schwertklinge ist unten breit und wird erst allmählich schmal. Die Feder, so wie wir es heute nennen, auch wenn es kein historischer Name ist sehr schmal. Und das ermöglicht der Klinge auch in der Vertikale sich leicht zu verbiegen, ähnlich wie bei einem Sportsäbel. Und das merkt man auch, wenn man jetzt einen Treffer haut. Ne? Wieder rechter Zornhau, linkes Ohr des Gegners ausholen. Man merkt, der Bob wackelt auch, aber nicht so doll wie mit den anderen Schwertern. Zusätzlich ist die Feder auch deutlich leichter. Die wiegt nur 1250 Gramm, 1300 Gramm, kommt noch ein bisschen auf die Knäufe und die Klingenvariante an. Die hier müsste jetzt gerade um die 1290 Gramm wiegen. Ist also etwas leichter und man sieht, dass Bob deutlich weniger Impact abkriegt, obwohl ich probiere gleichmäßig, aber sicher zu hauen. Hier nochmal als Beispiel ein olympischer Säbel. Ich habe leider heute meine historischen Säbel nicht hier, aber ich kann euch mal noch den olympischen Säbel zeigen, damit ihr schaut, wie Bob sich hier verhält. Also selbe Hauweise, rechter Zornhau, einhändig mit Sportsäbel. Und ihr seht, Bob wackelt kaum. Gut, also kleine Zusammenfassung. Was war Biegsamkeit? Biegsamkeit war für mich einfach die Fähigkeit der Klinge, sich zu biegen und vor allem auch, wie viel Kraft dazu aufgewendet werden muss. Beziehungsweise wir messen diese Energie, die dabei auftritt, notwendig ist, um die Biegsamkeit hinzubekommen, über eine Waage in Kilogramm. Wahrscheinlich würden einige Physiker sagen, oh mein Gott, warum macht ihr das so? Das geht ja noch viel besser und wir müssen die richtigen Kräfte nehmen. Aber wir haben halt diese Methode erstmal aktuell und sie bietet zumindest einen Vergleichswert. Bei dieser Methode testen wir aber vorwiegend die Biegsamkeit in der Horizontale, also über die Fläche im Stich. Das habe ich euch eben so ein bisschen gezeigt mit verschiedensten Waffen, Einhandwaffen, langes Schwert. Und mir geht es vorzugsweise um Sicherheit, Sicherheit im Training, Sicherheit im Wettkampf, Sicherheit vor der Energie, die im Stich auftritt, sodass man sauber Stiche trainieren kann in hoher Anzahl, um auch in seine Trainingserfolge schnell zu steigern. Neben dem Stich gibt es aber eben auch die vertikale Biegsamkeit, nenne ich das, sodass man auch im Hau oder Hieb die Klinge über die vertikale Achse, also über die Schneiden, sich ebenfalls verbiegt. Dazu muss die Klinge eben schmaler sein und nicht so breit. Je breiter die Klinge, umso weniger Biegsamkeit in der Vertikale. Und auch das ist extrem wichtig aus meiner Sicht, um sicher hauen zu können, zusätzlich zu Fechtjacke und jeglicher anderer Schutzausrüstung. Ich hoffe, ich habe euch so einen kleinen Einblick geben können. Und ja, vielen Dank und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Nicht vergessen, ein Like da zu lassen, vielleicht den Channel zu abonnieren und immer gern Werbung zu machen. Bis bald.